Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich sitze mal wieder hier mit einer Smartwatch und zwar ist das die Amazfit GTR 4. Ich war ja jetzt am Wochenende auf der IFA und da war ich auch auf dem Amazfit-Stand und die haben da ihre neue Generation vorgestellt und mir gleich mal so ein Ding zugesteckt. Also volle Transparenz, das Ding habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Im heutigen Video, wie gesagt, Unboxing werden wir machen, Lieferumfang schauen wir uns an, dann werde ich das Ding mit der Zappels App pairen. Und dann werden wir so einen ersten Eindruck uns machen von der Steuerung, von der Optik und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe früher sehr viele Amazfit-Uhren und Wearables getestet. Das ist jetzt aber wieder eine Weile her, weil die mal eine Zeit lang ziemlich abgestunken haben. Lassen wir uns mal überraschen, ob es hält, was es verspricht. Die Verpackung selber relativ einfach gehalten, farbig, Amazfit, Sepp-Brand. Da vielleicht noch der Hinweis, das Amazfit von vor 5 Jahren ist, glaube ich, nicht mehr das Amazfit von heute. Die sind ja dann mit Zappels irgendwie fusioniert sozusagen und auch mittlerweile an der Börse und schauen wir mal, ob sich das positiv bemerkbar gemacht hat. Ihr seht, das ist hier der runde Formfaktor. Die GTS ist natürlich dann eher die Square, die quadratische Variante und ansonsten haben wir hier noch Alexa Built-in, also ein bisschen Smart-Assistenten gibt es hier schon. Was möchtest du einschalten? Halt die Gosch. Okay. Hier haben wir ganz viele Specs. 5 Ampere laden. Bluetooth 5.0. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ja. Hier seht ihr das Ding noch, ne? Die Zepp-App, die gibt es für iOS und für Android. Hier haben wir noch die Information 1,43 Zoll HD AMOLED Display, Dual Band und 5 Satellite, also neues GPS soll hier drin sein, Easy 24 Hours Health Management und Ultra Long Battery. Naja, das steht ja gefühlt irgendwie auf jeder Smartwatch und auf jedem Wearable drauf und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Im Lieferumfang haben wir die Uhr natürlich, ein USB-A-Ladedock, Papierkram und das war auch schon der gesamte Lieferumfang. Wir werfen mal einen kurzen Blick aufs Ladedock, das ist ja auch mal ganz interessant. Und fest verbaut, leider, das heißt, wenn das Ding kaputt ist, müsst ihr euch irgendwie um Ersatz kümmern. Hier haben wir 2 Ladekontakte, also es ist nichts mit kontaktlos laden. Das Kabel ist aber immerhin, das ist 1 Meter, ist zu gebrauchen. Kommen wir zum interessanten Part, die Uhr. Ja, da sieht man jetzt schon, das hat jetzt nichts mehr von den Plastikbombern, wie ich sie früher kannte, mit der Amazfit Verge oder was ich da hatte. Ja, oder die erste T-Rex und so, ne? Das war damals ja schon wirklich so eher so Plastikbombe, aber up your game. Was man hier sehen kann, ein Rand. Hier habe ich jetzt ein schwarzes Band. Das Schöne ist, das sind Standardbänder, also die könnt ihr problemlos austauschen. Das ist, glaube ich, 22 mm. Ja, das ist 22 mm Band. Also das könnt ihr problemlos austauschen durch was auch immer ihr wollt. Das ist jetzt, wie gesagt, die silberne Variante. Hier haben wir an der Seite eine Krone mit einem roten Punkt. Das kommt mir irgendwo bekannt vor. Die Krone kann man wohl anscheinend auch drücken. Unten haben wir noch eine Taste mit rotem Knopf. So, und hier unten haben wir die Sensoren. So, was man vielleicht hier dazu sagen soll, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, irgendwelche Briefings oder sonst was, Specsheets runterzulesen. Der einzige Unterschied wohl in der neueren Generation ist, dass mittlerweile hier 6 Sensoren sind, statt vorher 4 Sensoren. Das soll dazu führen, dass die Qualität der Fitnessdaten um einiges besser geworden ist, was prinzipiell möglich war, weil in der Vergangenheit fand ich die Fitnessdaten ziemlich schlecht von Amazfit, aber wie gesagt, ich lasse mich hier nicht beeinflussen und ich werde das auf jeden Fall testen. Auf jeden Fall haben wir hier das Übliche mit Pulssensor, Blutsauerstoff. EKG haben wir aber nicht da drin. Also noch die Kontakte zum Laden. Gucken wir mal. Magnetisch ist es auch, wie ihr sehen könnt. Also das ist okay. So, Deutsch. Mobile App herunterladen. Suchen Sie nach der Zepp-App im Google Play Store oder im Apple Store. Machen wir doch gerade mal. So, die heißt dann auch einfach Zepp Formerly Amazfit. Probieren wir die mal aus. So, man muss sich natürlich wieder registrieren, aber man kann prinzipiell auch seinen Xiaomi-Account weiter benutzen oder Google oder Facebook. Ich würde es einfach mal gucken, ob ich das mit meinem Xiaomi-Account gebacken bekomme. So, den Account haben wir jetzt erstellt. Das habe ich euch nicht gezeigt, das ist Standard wie immer. Jetzt wollen wir ein neues Gerät verbinden. So, Uhr probieren wir mal aus. Für Android müssen Sie der App Zugriff auf Bluetooth-bezogene Berechtigungen geben. Okay, dann darf du mal, verstanden. So,
Jetzt sollen wir den QR-Code lesen. Gerät wird verbunden. Platzieren Sie das Gerät in die Nähe des Telefons. Kopplung mit Bluetooth. Jetzt haben wir hier eine Kopplungsanfrage. Koppeln und verbinden. Ja, ja, ja. Zugriffe erlauben. Und fertig. Verbinden, verbinden, verbinden. Hier seht ihr schon das Watchface, das geladen ist. Geräteeinstellung synchronisieren, Kontoinformationen synchronisieren, PAI-Daten. Das sind ja auch dieser Fitness-Score, den es ja schon bei Xiaomi gab. Kontoinformationen synchronisieren. Und willkommen bei Amazfit. Also, was man schon mal sagen kann, die Einrichtung geht wirklich relativ fix. So, dann haben wir jetzt hier mal noch so ein kleines Tutorial. Swipe nach links, ja, das gucken wir uns ja gleich mal selber an. So, jetzt sind wir auch schon quasi in der App und jetzt will er auch erstmal ein Update einspielen. Während die Amazfit GTR 4 da jetzt ihr Update einspielt, mache ich mal so einen kurzen Vergleich. Ich habe ja hier noch so meine Samsung Galaxy Watch 5 Pro, ne? Price Tag doppelt so teuer wie das Ding hier. Damit ihr einfach nur mal so, damit ihr mal so das Verhältnis gesehen habt. Was das Display angeht, muss die sich nicht verstecken von der Größe her. Und sie ist um einiges schmaler und auch leichter. Also das ist schon mal definitiv ein anderes Kaliber. Jetzt nehme ich mal noch hier so meine TicWatch Pro 3 Ultra. Die ist ähnlich groß. Ja, aber auch ein bisschen dicker. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ne? Ich meine, wir haben ja Amazon Alexa hier drin. Das heißt, ein Mikrofon ist auf jeden Fall drin, um den Smart Assistenten zu benutzen. Das hier an der Seite sieht aber auch aus wie ein Lautsprecher zum Telefonieren. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird auch mittlerweile eine Telefoniefunktion sein. Das werden wir aber im späteren, entweder im Review oder ich mache nochmal ein gesondertes Video, wie die Tonqualität von dem Mikrofon und dem Lautsprecher ist, damit man sich was darunter vorstellen kann, ob das zum Telefonieren taugt oder nicht. Was vielleicht auch noch ganz interessant war, wir haben uns ja da, als wir auf der IFA waren, mit Amazfit eine Weile unterhalten und ich persönlich, ich will ja eigentlich eher smarte Funktionen haben und weniger Fitnesskram, weil ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fitness-Mensch. Amazfit hat da natürlich eher so die Zielgruppe, sie wollen super Fitnessdaten liefern für die Sportenthusiasten unter euch und das Thema smarte Funktionen ist dann eher zweitrangig. Trotzdem werden wir uns natürlich anschauen, wie das mit Benachrichtigungen ist. In Google Pay erwarte ich jetzt hier nicht oder anderes kontaktlose Zahlen, aber wie gesagt, das ist halt eine andere Zielgruppe und es ist halt aber auch definitiv eine andere Preiskategorie, ne? Weil wir sind bei 229 €. In Zeiten, wo Smartwatches bei 300, 350 € überhaupt erst anfangen, ist es halt, ich würde es jetzt mal sagen, ein etwas teurerer Fitness-Tracker mit ein bisschen smarten Funktionen. Das ist also so ein Mittelding zwischen den teuren Smartwatches, die wir momentan haben, aber auch den eher günstigeren und einfachen Fitness-Trackern. Ja, ist halt immer auch für die Leute, die halt nicht irgendwie dieses Band haben wollen, sondern eher eine Uhr haben wollen. Aber ja, 229 € hört sich jetzt viel an, ist aber wie gesagt im Vergleich zur anderen Konkurrenz dann doch noch vergleichsweise wenig. Und ich gehe auch davon aus, dass die Preise relativ schnell irgendwie auf unter 200 € sinken werden. So, das Update ist jetzt durchgeführt und jetzt gucken wir uns einfach mal die Uhr noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Jetzt haben wir hier noch mal so ein kleines Tutorial oder was? Nein, also. Oh. Also sie macht sogar fleißig Geräusche. Das wollen wir nicht hören. Also Lautsprecher, ja. Also wir haben, wenn wir von oben nach unten gehen, haben wir diese typische Quick-Leiste, wo man Einstellungen vornehmen kann. Von unten nach oben sind die Benachrichtigungen. Von links auf rechts haben wir quasi hier so Amazon Alexa. Und so ein bisschen die Kurzinformation zu allem, was man so hat. Und wenn man nach rechts geht, geht man quasi durch diese einzelnen Widgets, Komplikationen, wie auch immer man sie nennen möchte. Also wie gehabt, das Ding, was hier eine Krone sein soll, kann man jetzt hier leider nicht benutzen. Das ist sehr schade. Wenn man einmal drückt, kommt man in die Liste. Wenigstens hier kann man dann durch die Liste der Apps durchgehen. Und wenn man nochmal drückt, geht es zurück. Ich gucke gerade mal. Nee, also damit springt man immer auf die Home-Taste zurück und wenn man hier unten drückt, kommt man direkt zu den Sportaktivitäten. Genau. Wollen wir auch mal schauen, ob man das noch irgendwie einstellen kann. Also das sind die ganzen Sportaktivitäten, die man hier hat. Kann man auch noch einpassen. Was vielleicht jetzt erstmal auffällt, also das ist alles recht snappy und schnell.
Ja, das sind zwar Animationen, aber da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass hier irgendwie alles groß ruckeln würde. Wenn man draufdrückt, kann man hier dann durch die verschiedenen Watchfaces gehen und so. Ja, da habe ich jetzt die Berechtigung noch nicht gegeben, deswegen funktioniert das wahrscheinlich noch nicht. Also insgesamt so, ja, sieht ganz nett aus. Man sieht auch bei der in der Musiksteuerung kann man quasi mit der Lünette hier, also mit der Krone, bevor sich jetzt jemand aufregt, kann man hier auch alles einstellen. Sieht jetzt erstmal interessant aus. Muss ich im Alltag bewähren. Wie gesagt, ich bin jetzt quasi in den letzten Zügen meines Reviews zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Da werde ich das nochmal ein bisschen parallel tragen, um nochmal so ein bisschen die Daten abzugleichen, ob das passt oder nicht passt. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt zur Amazfit GT R4, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich nochmal das eine oder andere Video. Also eins zum Thema WhatsApp und Nachrichten werde ich auf jeden Fall nochmal gesondert machen, weil es immer die häufig gestellte Frage ist. Und vielleicht mache ich auch nochmal zum Thema Telefoniefunktionen ein extra Video. Ja, an der Stelle nochmal, wie gesagt, vielen Dank an Amazfit zur kostenlosen Zurverfügungstellung des Produktes. Und ja, falls ihr mehr Videos zu Amazfit sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.